Servus und Hallo von eurem Lieblings-Luxemburger. Lange habe ich nichts mehr von mir sehen lassen und jetzt seht ihr mich auf meiner neuen R7. Also was heißt neu? Ich habe sie jetzt seit Anfang des Jahres, März glaube ich. Habe nur relativ wenig Videos gemacht, weil halt einfach das Leben dazwischen kommt und ich in den letzten 2 Jahren ein bisschen die Lust an Social Media verloren habe. Beziehungsweise die einzige Plattform, die mir eigentlich nach wie vor sehr gut gefällt und auf der ich ziemlich viel Zeit verbringe, ist YouTube. Und ich habe mir gedacht, ich sollte eigentlich wieder anfangen, Videos zu machen, auch weil ich es vermisse, mit einigen meinen Followern zu interagieren. Gibt es jetzt nicht viele aktive Zuschauer, glaube ich, werde ich so um die 300-400 haben. Aber ja, genug von mir. Schauen wir uns die R7 an. Vorne haben wir eine Upside-Down-Gabel drin, die einstellbar ist. Und das gefällt mir einfach besser, weil das war halt so ein Kritikpunkt von mir an die MT-07 war, dass das Vorderrad für erfahrenere Fahrer viel zu schwammig ist. Was auch klar ist, es ist ja ein Anfängerbike. Aber ja, für mich, wenn ich so mit Kollegen rausgefahren bin und wir Knieschleifen waren oder halt etwas zügiger unterwegs waren, da merkt man halt einfach, wenn Bodenwellen kommen in der Kurve, dass die MT-07 relativ schnell am Ende ist. Also da hätte man dann halt eine neue Cartridge reinhauen müssen, um Einstellmöglichkeiten zu haben. Das war mir dann alles zu kompliziert. Also was heißt zu kompliziert? Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ja, und dann habe ich die verkauft im Winter und habe mir die R7 bestellt. Grundsätzlich bin ich mega zufrieden mit dem Motorrad. Es fehlt ganz einfach ein bisschen Dampf, was klar ist, wenn man kein Fahranfänger ist. Ich finde es aber jetzt nicht dramatisch, weil es einfach gerade zu meinem Lebensstil passt auf der Straße. Ich habe keinen Bock mehr auf die zu starken Motorräder, weil es einfach aus Prinzip, wenn ich mit den Kollegen fahren gehe, wir sind eh schon relativ oft über der Geschwindigkeitsbegrenzung und mit dem Moped ist es halt einfacher, das einzuhalten, und vor allem ist sie leicht, was geil ist in engen Kurven. Und ja, worum es auch prinzipiell geht, sind die Wheelies. Mit der MT-07 Wheelies machen war so geil, einfach weil man die Wheelies halt mal mit niedriger Geschwindigkeit hat machen können. Normalerweise stabilisiere ich das Motorrad, so wie mit der CBR 600, der PC40. Ich stabilisiere das Motorrad bei 130 im Wheelie, 130, 140, aber das ist mir alles zu schnell. Also jetzt habe ich mal gedacht, mit der MT-07, wenn ich das im Sportler kriege, also die R7, dann habe ich den perfekten Kompromiss. Ich kann geile Wheelies machen im 2., 3. Gang, ich bin nicht zu schnell. Ja, passt einfach im Moment perfekt zu dem, was ich mit Motorrädern vorhabe. Ein weiterer Punkt, der mir bei der R7 mega gut gefällt, sind die Bremsen, beziehungsweise die Bremspumpe vorne. Ist natürlich ein mega Upgrade auf die axiale Bremspumpe von der MT-07. Radiale Bremspumpe hier von Brembo. Passt perfekt zum Motorrad. Sie ist sehr bissig. Ist jetzt keine Ultra High Performance Bremsanlage, aber definitiv ein Upgrade zur MT-07. Was die Performance vom Motor angeht, glaube ich, könnte man ein wenig mehr haben. So Stil RS660, so um die 100 PS wäre natürlich eigentlich optimal. Da ist aber was in Planung, also ich versuche mir mal anzuschauen, ob wir ein bisschen mehr Leistung rauskriegen. Auspuff ist schon bestellt. Power Commander überlege ich mir, da muss ich schauen, ob das die beste Option ist, und wird dann auch gleichzeitig den Quickshifter mitnehmen von Dynojet. Ich habe hier den Quickshifter bewusst nicht von Yamaha genommen, weil ich Race Shift fahre. Also der erste Gang ist oben und der Rest nach unten, und das, soweit meine Kenntnisse gehen, ist der nicht umdrehbar von Yamaha. Und deswegen habe ich ihn einfach gleich weggelassen und ja,
überlege mir halt, welchen Aftermarket Quickshifter ich mir dazu kaufen kann. Das wird wahrscheinlich alles im Winter passieren. Und also ich hätte schon richtig Bock, ein kleines Projekt draus zu machen, um zu schauen, wie viel Leistung wir realistisch aus dem Teil rauskriegen, was auch jeder eigentlich nachmachen könnte dann. Wenn wir schon vom Motor reden, was wir noch sagen können, ist, dass das Motorrad extrem lange übersetzt ist. Die MT-07 war mir schon zu lange übersetzt und die R7 haben sie noch länger übersetzt. Ganz einfach wahrscheinlich, damit sie sagen können, dass die R7 schneller ist, also mehr Endgeschwindigkeit hat als die MT-07, was für mich ein kompletter Blödsinn ist, weil das ändert sowieso nichts. Man nimmt nur die Dynamik vom Motorrad weg. Und das heißt, das erste, was ich am Motorrad gemacht habe, war die Übersetzung ändern. Ich habe jetzt vorne -1, also am Ritzel, einen Zahn weniger, und am Kettenrad hinten habe ich 3 Zähne mehr. Das mag extrem klingen, ist auch viel für Leute, die wahrscheinlich viel Autobahn fahren, was für mich nicht so der Fall ist. Auf der Autobahn dreht sie etwas höher, ich bin so um die 6000 Umdrehungen, glaube ich, bei 120 oder 130, ich weiß es nicht mehr genau. Und was es dann noch gibt, ist die Sitzposition. Die Sitzposition, für die Leute, die es interessiert, ist relativ sportlich. Und was mir natürlich wieder viel besser gefällt wie bei der MT-07, weil man einfach mehr Kontrolle über das Vorderrad hat. Mehr Kontrolle am Vorderrad ist immer gut. Die Sitzposition ist aber nicht unbequem, sie ist halt sportlich. Man wird sich von der R7 vielleicht nicht so erwarten, aber sie ist schon sportlich. Nicht gerade so extrem wie auf der R6, aber trotzdem sehr sportlich orientiert. Die Frage, warum eine R7, warum nicht kleine R6 oder sonst irgendetwas? Naja, es ist ganz einfach. Also die R7 ist nicht mein einziges Motorrad und ich habe halt Bock gehabt, jetzt ein Motorrad zu haben, das mir relativ wenig Probleme macht. Und die R7 war für mich da ein perfekter Kompromiss. Ich fahre viel in die Stadt rein, muss mich überall durchschlängeln und so und folgt halt einfach ein einfaches, leichtes Motorrad, mit dem ich Spaß habe und wo ich halt ein bisschen mehr Gas geben kann wie mit einer R6. Und das gefällt mir halt brutal gut. Habe jetzt keine Ahnung, ja, natürlich eine R6 wäre auch geil oder so, aber ich habe ja noch die CBR 600, die PC40 für die Rennstrecke und ich habe einfach nicht dieses Bedürfnis, auf der Straße eine 600er zu haben oder halt mehr Leistung, 200 PS. Das bringt mir persönlich wenig, weil was ich geil finde an der Straße sind Dummheiten machen, also so Rolling Burnouts, Wheelies, die Sachen halt, und das ermöglicht mir halt so ein leichtes Motorrad mehr wie eine 1000 Kubik, 200 PS starke Maschine. Und die R7 liegt halt so in dem Budget, dass ich mir das Motorrad Cash kaufen kann. Und damit hat sich die Sache für mich erledigt. Sie schaut geil aus. Ich habe das Geld, brauche keinen Kredit. Ja, perfekt. Ich habe sie jetzt schon ein paar Monate und habe eigentlich gar nichts auszusetzen an ihr. Ja. Bis auf die Euro 5 Norm. Das können sich vielleicht die meisten schon vorstellen. Also Auspuff finden ist eine absolute Qual für das Motorrad. Absolut wild. Die Preise sind einfach gestört für so eine Komplettanlage. Gibt eh nichts anderes als Komplettanlagen für das Teil. Aber das ist einfach gestört. Also mit einem Tausender sollte man schon rechnen, wenn man was Ordentliches haben mag. Ja, ich habe mir jetzt eine Anlage bestellt, aber sage euch noch nicht welche, das wird in einem separaten Video kommen. Ich glaube, das war's. Falls ihr noch Fragen habt zur R7, schreibt mir die gerne in die Kommentare oder schreibt mir einfach generell mal in die Kommentare. Ich glaube, dadurch, dass ich die letzten 2 Jahre nicht so aktiv war, wird es mir garantiert helfen. Ihr könnt auch gerne das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und ja, kleinen Wheelie gibt es aber nur zum Abschluss. Und wir sehen uns dann im Video, im nächsten. Das wird wahrscheinlich das Video mit dem neuen Auspuff.
Ja, und das war's dann. Ich halte mich kurz. Wir sehen uns beim nächsten Video. Cheerio, macht's gut, auf Wiedersehen.